Meine Flops 2024 oder die schlechtesten Düfte 2024 möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, die Düfte sind 2024 erschienen und ja, was soll ich sagen? Nicht wirklich gut, ne? Und die zeige ich euch heute mal. Ich bin fast nicht begeistert. Gleich vorweg, das ist meine Meinung, ne? Das ist mein Geschmack. Also wenn ihr die gut findet, ne, respektiere ich das logischerweise. Also respektiert auch meine Meinung. Also ihr könnt natürlich unten mal schreiben, welche ihr nicht so gut fandet und so weiter und so fort. Also bis gleich. Freunde, schön, dass ihr wieder zurück seid. Mein Name ist natürlich immer noch Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. So, der erste ist der Centaurus von Creed. Ja, den habe ich ja gezeigt und ich muss sagen, ich weiß nicht, das ist ein würziger, süßer Duft, aber auch frischer Duft, der also Zimt mit drin hat. Und ich weiß gar nicht, ich habe es versucht, den gut zu finden. Ich habe den als erstes von meinem Nachbarn ja riechen können, der hat eine Probe gehabt. Probe hat er den jetzt? Ne, ich glaube, Probe war das, naja. Und ich habe den dann auch noch mal in Store gerochen. Aber wir kamen einfach nicht zusammen. Weil ich finde, ich finde, da kam nichts. Also, sie hat für mich keine Daseinsberechtigung ist ein bisschen hart, ne, ausgedrückt, aber es fehlt komplett mir was. Es ist einfach nur so luftig, würzig, nichts sagen. Das ist so meine Meinung. Und das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Ich weiß auch nicht, und gleich vorweg, ne, der Delfinus heißt ja, glaube ich, die fand ich gut. Der ist gut. Also nicht gleich wieder, dass hier Leute, ja, du hast ja mal was gegen Creed. Nochmal, nein, ich habe nichts gegen Creed. So, die Marke ist eigenständig, die hat geile Düfte. Die alten Oldschool-Dinger sind geil. So, also ich mache nur nicht, wenn man es verändert. Und wenn man dann was Neues rausbringt, gut, es kann ja auch nicht jeder das mögen, also wenn man 100 Düfte rausbringt, heißt das nicht, dass man 100 mögen muss, ne? Das ist auch schon mal ein Grund. Aber irgendwie, wenn man einen würzigen Duft macht, der auch Zimt beinhaltet und der dann auch rauskommt vor der kalten Zeit, dann erwarte ich doch ein bisschen mehr, irgendwie mehr Ausgefallenes und stärkeres, tieferes. Und das hat nicht der Duft von Creed. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen schade. Und ja, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen, weil ich habe ihn eigentlich auch nicht gekauft. Viel kaufe ich blind oder so weiter und so fort. Das habe ich nicht gemacht. Und genauso wie beim nächsten nicht. Da habe ich nur eine Abfüllung bekommen. Und den habe ich ja letztens erst vorgestellt. Und das ist der neue Dior Homme oder das neue Dior Homme Parfüm. So, vorweg die DNA. Wenn man Armani Code gut findet, wenn man Givenchy, Gentleman oder whatever, was alles gut findet, wenn man was Süßes gut findet, so, dann findet man den Duft auch gut. Aber wenn man das Original, für die Leute, die es nicht begriffen haben in dem Video, was ich gemeint habe, guckt gerne mein Video nochmal, das Einzelreview. Wenn es einen Duft gibt, eine alte Version, die man nur so kennt, und dann auf einmal derselbe Duft, also über denselben Namen, Dior Homme Parfüm, so raus erscheint, der ganz anders riecht, dann kann ich das nicht gut finden. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist doch der absolute Blödsinn. Also, man muss das auch verstehen, was ich da in dem Video gesagt habe. So, wäre das ein eigenständiger Duft, würde Dior auf einmal Dior Homme Parfüm rausbringen, weil es vorher noch nicht gegeben hat, dann kennt man diesen süßen Duft, der jetzt da rausgekommen ist. So, aber wenn man ein Iris-Rosenduft vorher kannte, komplett anderen Duft, der absolut ein Meisterwerk, das beste Dings überhaupt ist, und dann auf einmal so ein Duft über denselben Namen, derselbe Flakon, das Ding eingestellt wird mit der Iris und der Rose, die DNA gibt es nicht mehr und auf einmal eine süße Plöre daraus gemacht hat, die sonst gut ist, wenn man den vorher nicht kannte. So, understand? So, dann verstehe ich, dann kann ich das nicht gut finden. So, und deswegen ist das für mich der Flop überhaupt. Und jetzt habe ich gehört, dass das Intense auch neu kommt. Also das Ding ist ja, wenn sie den auch verändern jetzt und komplett die DNA vom Intense auch wegnehmen, dann Dior ist mit, was die Designer angeht, einer meiner Lieblingsbrands, dann tut mir das leid. Also dann falle ich vom Glauben ab,
dann weiß ich nicht mehr. Angeblich habe ich gehört, soll es aber nur der Flakon sein. Angeblich. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Und ja, auf jeden Fall ist Flop 2024, 25, der ist ja letztes Jahr, glaube ich, schon erschienen. Rein ins 25 ist auf jeden Fall Dior Homme Parfum das neue, weil das geht einfach nicht. Und das ist für mich auch eine absolute Frechheit, was Dior dort gemacht hat. So, dann haben wir hier ein Somens, und zwar den Eclair, und das ist dieser Duft hier. Ja, im Endeffekt kann ich an diesem Duft eigentlich gar nichts meckern. Außer, dass das ein Unisex ist. Aber das ist, also ich bin ja für vieles offen. Wirklich für vieles offen. Aber was das diesmal angeht, nein, kann ich nicht sein. Es ist eine Nougat Stange, wollte ich sagen. Es ist eine Nougat, also sowas, man hat einfach nur penetrant, Gomorrah-mäßig in die Fresse, was ich ja normalerweise mache, aber der ist so feminin, dass das niemals in meinem Fall ein Unisex ist. Normalerweise, ja, es widerspricht sich vielleicht ein bisschen, was ich manchmal sage, dass man eigentlich alles Unisex machen soll, weil es gibt Männer, die tragen ganz süße Düfte, die wirklich feminin riechen. Es gibt Frauendüfte, die tragen Oud-Düfte, starke Männerdüfte. So, aber warum muss ein Oud-Duft ein Mannduft sein und so weiter und so fort? Das ist ein großes Thema. Aber in dem Fall kommen wir dann wieder ein bisschen darauf zurück, dass das doch ein bisschen schwierig ist. Deswegen kann ich den nicht so wirklich sagen, das ist jetzt wirklich ein Top-Duft. Davon abgesehen kommt er mir, ich komme da nicht drauf, sehr, sehr bekannt vor. Ich glaube, ich hatte das. Ist das der Poison oder whatever? Ich bin so bei den Frauendüften ja nicht so richtig der Duft. Der ist gut, der hat auch Dampf und der ist süß, für eine Frau besonders gut geeignet. Wer Männer das mögen auch, aber normalerweise es passt nicht. Und wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen teuer, ne, der kostet ein bisschen, aber ich finde, da ist auch ein bisschen, glaube ich, ist das Dior Poison? Oder wie heißt der? Ich finde das, oder irgendwie so eine Art. Oder ist das noch der andere? Ach, hier gibt es so vieles da bei den Damen. Und das finde ich einfach, ja, das riecht so. Und das für mich ist jetzt ein bisschen mit Flop, bisschen schwer, ein bisschen hart, aber der gehört dazu. Dann als nächstes haben wir eine Rabanne, und zwar Million Gold. Ja, ich glaube, den hat jeder inzwischen gezeigt als Flop. Und ja, was soll ich dazu sagen? Er ist würzig, vielleicht hat er ein bisschen die DNA, klar, aber das ist nichtssagend. Das ist genauso wie der Centaurus von Creed. Es ist einfach nichtssagend. Und das finde ich schade. Und ja, nichtssagend. Mir fällt da wirklich nichts anderes zu ein. Er ist süß ein bisschen, aber frisch. Das gab es aber irgendwie schon. Das ist so, das ist nichts Ganzes, nichts Halbes, wie man so schön sagt, ist dieser Duft. Und das stört mich ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, was dieser hier, der, ja, ich will es jetzt egal. Ich hätte jetzt wieder was gesagt. Ihr kennt mich. Der Nibbelring da oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Und das ist wirklich, sag ich mal, ich habe alle Flanker, alle 1 Million. Das ist mit der unnötigste, schlechteste, braucht man wirklich nicht. Und deswegen frisch, nicht wirklich Dampf, mittelmäßig. Wie gesagt, ist vielleicht ein Duft wieder, man muss die vielleicht ein bisschen stehen lassen. Das macht keinen Sinn, einen Duft stehen zu lassen. Aber manchmal werden die dann ein bisschen potenter, ne? Also der Million Oud oder Oud Million, wie heißt der nochmal? Der ist sehr geil jetzt, ne? Aber der musste ich eine ganze Weile stehen lassen, bevor der so potent geworden ist. Vorher habe ich auch gesagt, bei dem ersten Sniff, was ist das? Aber hier der Million Gold trotzdem, was die DNA angeht, dieses luftige, für zu Hause ist der gut vielleicht, aber eine Enttäuschung ist es trotzdem für 2024 gewesen. So, und zum Schluss haben wir den LV oder LV Lovers von Louis Vuitton. Also mit dem Duft, da habe ich gedacht, geil, Louis bringt was raus jetzt wieder. Nach Imagination, nach Ombre Nomad, nach Nouveau Monde, nach Pacific Chill, nach Afternoon Swim, jetzt haben wir sie alle und so weiter und so fort, kam dieser Duft. Aber irgendwie, ja, oldschool, würzig am Anfang, frisch. Aber
auch hier haben wir, das sind einfach Düfte, die nicht zahlen sind. Und vor allem für Louis, dafür ist es zu teuer und so weiter und so fort. Auch wenn der Flakon, glaube ich, so ein bisschen so einen Effekt hat, so einen Spieleffekt. Aber was bringt das? Und ja, das war einfach auch nichts. Das war auch ein Schuss in den Ofen, ein Loch in den Sack, whatever. Und ja, Louis gehört da leider mit zu. Jedenfalls mit den Duft. Ne? Das ist jetzt nicht mit den anderen zu vergleichen, aber ja, mehr muss ich auch zu diesen, ja, ich weiß nicht, das ist was würzig, frisches, bisschen Oldschool-Touch hatte er für mich, Barbershop-Feeling, vielleicht minimal, weiß ich gar nicht mehr. So wäre ich habe den auch ein Glück nicht gekauft, nur gerochen, getestet und testen können. Und ja, es war einfach nichts sagen. Es war sehr schade auf eine. Ich habe mich echt gefreut, weil der sah geil aus und ja, keine Ahnung, ist eben so. So, jetzt schreibt mal runter, wie gesagt, was habt ihr so Schönes? Lasst mir gerne ein Super Thanks da, wenn ihr Bock habt, mir ein bisschen den Kanal hier unterstützen oder das Video beziehungsweise unterstützen und so weiter und so fort. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Grüße gerne raus an meine Mitglieder und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde. Minute